Ascher Racing legt das altbewährte F64-Lenkrad in der V3-Version neu auf. Was ihr von diesem High-End-Lenkrad geboten bekommt, das erfahrt ihr in diesem sehr ausführlichen Review. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Ascher Racing hat dieses Lenkrad in der SimiCube Wireless Version als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Du kannst dieses Lenkrad in den nächsten Monaten in meinem SimRacing Testcenter unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise. Klickt bei Interesse den Link oben rechts. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das Ascher Racing Steering F64 V3 Wheel, so heißt dieses Ding, kostet inklusive 19% Mehrwertsteuer Stand April 2023 1.099 € und kann über die Ascher Racing Homepage bezogen werden. In den Dropdown-Menüs können ein SimiCube SC2 Quick Release um plus 66 € und die Version USB oder SimiCube Wireless ausgewählt werden. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Lenkrad und je nach Auswahl den 70 Lochkreis Wheelside Adapter und ein USB-Kabel in Spiralform, insofern ihr euch für die USB-Variante entschieden habt. Dazu gibt's ein Sticker-Set und ein Ladekabel für die Wireless-Variante. Die Ware kommt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, das ist die Kompatibilität. Das Lenkrad wird über den 70 mm Lochkreis mit einer Wheelbase hardwareseitig verbunden. Hier müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das Lenkrad direkt an eine Wheelbase schrauben könnt oder Adapterlösungen bevorzugen wollt, wie ich euch dies bereits mit einem RaceX Quick Release Adapter schon einmal vorgestellt habe. Bei Fanatec gelingt dies über den Podium Hub. Bei Logitech oder Thrustmaster gibt es Adapterlösungen beispielsweise aus dem 3D-Drucker. Bei den aktuellen SimiCube Wheelbases kann das F64 Wheel direkt an den SimiCube Adapter aufgeschraubt werden. Andere Hersteller bieten ebenso passende Adapter, da das 70 mm Lochbild genormt ist. Die Plattformkompatibilität beschränkt sich auf den PC, ein Konsolensupport ist Stand heute nicht gegeben. In der USB-Version wird das Lenkrad über das Spiralkabel mit dem PC verbunden. In meinem Fall wird die SimiCube Wireless Version, wie der Name schon sagt, drahtlos mit der SimiCube Wheelbase gekoppelt. In Sachen Spielesupport ist das F64 Wheel mit den gängigen Rennspielen kompatibel und die Tasten können in den Spielen frei belegt werden. Nächstes Kapitel Nummer 4, die Ausstattung und die Einstellungsmöglichkeiten. Dieses Kapitel sehen wir uns am besten live und direkt am Lenkrad an. Viel Spaß damit. Kommen wir zur Ausstattung dieses Lenkrads. Ihr seht vorderseitig betrachtet hier in Daumenhöhe 1, 2, 3, 4 Buttons. Rechts- und linksseitig ist ein symmetrisches Lenkrad, dann seht ihr diese Encoder, einmal links, rechts drehen und drücken möglich, dann 7 Wege, Schalter links, rechts, oben, unten und drücken möglich. Dann unterseitig 1, 2, 3 Buttons, dann einen Thumb Encoder, den ihr links, rechts drehen könnt, nicht drücken könnt und dann seht ihr hier diese Rotary Switches und das ist jetzt diese relativ üppige Ausstattung auf der Vorderseite. Ihr seht noch 2 Status-LEDs hier ins Gehäuse eingebaut. Und das ist jetzt mal die Vorderseite von diesem Ascher F64 V3 Wheel.
Und an der Rückseite, da gibt es jetzt einige Änderungen zu den Vorgängermodellen. Ihr seht jetzt diese Switches, diese Schalter, auf dessen Funktion wir dann genauer eingehen in ein paar Minuten. Ihr habt einen Encoder-Schalter hier und einen Rotary Shift Switch, den ihr auch bedienen könnt, einmal links und einmal rechts. Dann seht ihr rückseitig klarerweise die üblichen Shifter-Pedals bzw. die komplette Schalteinheit, Schaltmechanik und unterseitig dann die Analog-Pedals. Was gibt es rückseitig noch zu entdecken? Ihr habt jetzt bei mir, wie erwähnt, die Wireless-Version des Ascher F64 Wheels am Start. Hier die entsprechende Antenne und dann könnt ihr hier sehen, USB-C zum Aufladen dieses Dings und einen Off-On-Schalter. Ja, das ist jetzt die Grundausstattung dieses Lenkrads. Zurück von der kompletten Ausstattung und weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das sind die technischen Details. Auch dieses Kapitel sehen wir uns am besten wieder live und direkt am Wheel an. Kommen wir zu den technischen Details. Wir haben Gewicht, hier mit verbauten Simicube Adapter von, könnt ihr hier gut erkennen, 1787 Gramm. Dann zu den Abmaßen bzw. den wichtigsten Abmaßen für euch, 285, soweit ich weiß, im Außendurchmesser. Ja, 285, ein Wheel, das sich positioniert eben zwischen Formula und GT. Dann habt ihr eine Höhe hier von 130 bzw. 160 mm ungefähr. Ihr habt eine Bautiefe des Gehäuses von 25 mm, dann mit den entsprechenden Encodern um die 40-45 mm und Bautiefe samt Simicube Adapter 80 mm plus eben diese 15 mm der Encoder. Das sind jetzt so die wichtigsten Abmaße. Default seht ihr jetzt die Shifter-Mechanik. Da habt ihr einen Abstand zum Rim, zur Grifffläche 28 und dann geht es hier runter auf 23, sprich einen Schaltweg von um die 5 mm. Und bei den Analog-Pedals, wenn wir jetzt hier ungefähr so reinmessen, von 65 hier runter auf 25, 40 mm Range für die Analog-Pedals. Ja, welche wichtigen Sachen gibt es für euch noch? Eventuell, ihr habt relativ breite Pedals hier von um die 60, 65 mm, um entsprechend wirklich alle 4 Finger auf den Pedals unterbringen zu können. Und das sollen jetzt die wichtigsten Abmessungen gewesen sein. Und weiter geht es jetzt mit der Akustik, auch ein sehr wichtiges Thema, wenn ihr in hellhörigen Wohnungen unterwegs seid. Da schmeißen wir hier mal das Messgerät an und ich hoffe, ihr könnt dies gut erkennen, aus unmittelbarer Umgebung. Da seid ihr bei 77 Dezibel ungefähr, das könnt ihr so einschätzen, gut gedämpfte, leise Pedals, die liegen bei 65 bis 68 Dezibel. Ich hatte auch schon Dinger mit 85 Dezibel und hier so mittendrin ein doch deutlich hörbares, knackiges Shifter-Geräusch. Beachtet dies bitte, wenn ihr in hellhörigen Wohnungen unterwegs seid oder eure Freundin in Ruhe neben euch Fernseh gucken möchte. Dann kommen wir zu den Auslösekräften. Die messen wir uns jetzt auch ebenso raus. Und zwar haben wir bei der Schaltmechanik verschiedene Möglichkeiten, das zeige ich euch jetzt gleich in Kürze. Default bekommt ihr dies mit den kräftigsten Magneten ausgeliefert und dann sind wir bei einem Auslösefeedback von um die, ja, das sind um die 800 Gramm, mit der diese Pedals bzw. diese Schaltmechanik auslöst. Das ist so ein mittelkräftiges Auslösefeedback. Leichte Auslösefeedbacks sind um die 400-500 Gramm. Ich hatte auch schon welche mit 1,5 Kilogramm. Und hier setzt sich Ascher Racing im Default-Setup, so wie ihr dies geliefert bekommt, ungefähr in die Mitte. Jetzt könnt ihr dieses Auslösefeedback bzw. die Kraft, die könnt ihr jetzt anpassen. Ascher Racing legt euch hierbei dünnere Magnete und so Distanzscheiben auf Kunststoff. Und da seht ihr in der Bedienungsanleitung so eine Auflistung, welches Auslösefeedback mit welcher Kombination dann resultiert. Du hast jetzt Default 5 mm dicke Magneten verbaut. Ich zeige euch jetzt wie ihr dies jetzt ändern könnt. Seid bitte vorsichtig, ihr habt sehr kräftige Magneten am Start und wenn diese mit hoher Geschwindigkeit zusammenkrachen, können diese brechen. Bitte nehmt die so in die Finger, dass euch die nicht entgleiten. Dann könnt ihr hier vorsichtig rangehen, diese vorsichtig aufsetzen, die Originalmagneten dann über diesen Magnet,
Das geht etwas kräftig. Ihr könnt eventuell hier runter shiften, dann ausfädeln und dann fällt euch der Gegenpol klarerweise in die Hände und ihr seht hier beim Zusammenklappen, Vorsicht, das kann schon ein Brechen verursachen. Also passt besser jetzt auf als ich in diesem Fall. Und ihr seht, ihr habt jetzt die 5 mm dicken Magneten Default am Start und entsprechend 4 Stück 3 mm dicke Magnete. Pol, Gegenpol und auf der anderen Seite ebenso. Und wenn ihr jetzt diese entsprechend wechselt, dann kommt ihr hier eben ein paar 100 Gramm nach unten. Das geht von 250 Gramm bis eben um die 800 Gramm. Weiters könnt ihr Anpassungen vornehmen, indem du jetzt hier so eine Distanzscheibe auf Kunststoff hier beilegst, um auch hier etwas an Kraft runterzugehen. Ich persönlich mag relativ kräftige Shifter-Mechanik, darum bleibt bei mir das Default-Setup am Start. Und ich zeige euch dies jetzt hier wiederum sehr vorsichtig. Du schnappst dir so einen Magneten, setzt diesen unterseitig an, lässt diesen vorsichtig hier eingleiten und die Sache ist in wenigen Sekunden erledigt. Das sind jetzt die wichtigsten technischen Gegebenheiten. Hier noch ein paar Abmessungen für euch. Wir haben die Buttons um die 10 mm, schätze ich, ja, das sind übliche 10 mm Durchmesser bei den Buttons. Relativ große Rotary Switches, hier mit 20 mm Durchmesser und diesem Profil. Hier sind wir bei 13 mm und wirklich große Thumb Encoder, da sind wir hier bei um die 27 mm. Baudicken Pedals aus Metall, 4 mm, hier unterseitig ebenso 4 mm. Und ja, das sind jetzt für euch die wichtigsten technischen Details dieses Lenkrad. Lasst uns fortfahren mit dem nächsten Kapitel. Kapitel Nummer 6, die Software und die Features. Über die SimiCube TrueDrive Software lassen sich die Einstellungen verwalten. Werft einen Blick in die Bedienungsanleitung des F64 Wheels, dort ist die Konfigurierung der Analog-Input super erklärt. Kommen wir zu den Software-Einstellungen bzw. Möglichkeiten über diese rückseitigen Buttons, die ich vorher erwähnt habe. Ihr seht, in der SimiCube 2 TrueDrive Software wird dieses Wireless-Lenkrad erkannt und entsprechend angezeigt. Das Pairing, das funktioniert beim ersten Mal so, dass dieses Lenkrad in den Pairing-Mode geht, wird angezeigt Usher Racing, ihr klickt auf Connection und dann verbindet dies und dieses System merkt sich dieses Lenkrad. Das heißt einmaliges Pairen und dann seid ihr ready to go. Ihr seht den Batteriestatus hier von 4,05 Volt. Und weiter geht's mit entsprechenden Profilen, Online-Profile oder Offline-Profile, die ihr anwählen könnt. Das kennt ihr aus meinen SimiCube-Videos. Da sprechen wir auch in Kürze beim nächsten SimiCube 2 Sport-Review nochmal genauer über diese ganzen Settings. Jetzt für euch wichtig bei den Settings, wenn ihr die Analog-Pedals nutzen wollt, müsst ihr dies zuerst in der SimiCube 2 TrueDrive Software konfigurieren. Du klickst auf Configure Analog Pedals und dann siehst du hier, wenn du auf Wireless Wheel klickst, die entsprechenden Ausschläge. Du kannst dann diese auch noch belegen, hier zum Beispiel mit Brake and Throttle. Das wäre eine Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, du bist vom Bewegungsapparat eingeschränkt, hast dir einen Fuß gebrochen, kannst deine Beine beim Simracing nicht verwenden, könntest du mit diesem Lenkrad auch hier über Analog Pedals schön dosiert bremsen und auf der anderen Seite Gas geben und könntest auf Pedale verzichten. Du kannst diese Dinger dann klarerweise auch verwenden, Clutch, diesen ganzen Byte Point zu setzen. Guckt hier auch nochmal in die Bedienungsanleitung rein, hier ist das sehr gut erklärt. Achtet auf eure Totzonen auf der rechten Seite, Dead Zone Low, Dead Zone High, entsprechend im Fall der Fälle Invert setzen und dann seid ihr hier ready to go. So viel zu den Analog Pedals. Dann gehen wir jetzt hier nochmal zurück. Und zwar, welche Möglichkeiten bietet dieses Wheel noch? Du hast diese SimiCube Steuerung Wireless direkt übers Lenkrad. Das bieten SimiCube Lenkräder an und auch Usher Racing bietet dies mit diesem Lenkrad an. Ich zeige euch dies jetzt mal. Wenn ich jetzt auf mein selbst erstelltes Profil gehe, auf RON und auf Edit, dann habe ich jetzt hier Overall Strength 100% bei der SimiCube SC2 Pro Wheelbase. Und du könntest jetzt über diesen Button hier, wenn du den gedrückt hältst, dann habt ihr jetzt so ein Piepgeräusch gehört. Und wenn du nach oben gehst und jetzt diesen Button drehst, dann siehst du jetzt, kannst du
im Spiel direkt über das Lenkrad die Overall Strength, das heißt die Force Feedback Power, runter oder rauf regeln. Wenn du diesen Joystick jetzt nach rechts klickst, dann verstellst du den Force Reconstruction Filter. Das könnt ihr hier sehen, 1 Minimum, 2 Fast und so weiter. Wenn du den nach links klickst, dann gehst du aufs Dampening. Seht ihr Dampening Strength 13%, 14 oder wieder runter. Und der untere Button ist, soweit ich weiß, noch nicht belegt. Der ist noch frei und nach oben wieder die Overall Strength. Wenn du jetzt dieses Menü bzw. diese Steuerung verlassen willst, du hältst den Button wieder gedrückt, du hast so ein Piepgeräusch. So, jetzt hat er dies übernommen, du bist draußen aus diesem Menü und fertig. Jetzt seht ihr eine Doppelbelegung, ich habe hier über SimHub auch die Helligkeit meiner LEDs belegt oder die Helligkeit vom Display mit diesem Encoder. So viel zu dieser Möglichkeit. Dann welche Möglichkeiten hast du jetzt noch? Und das zeige ich euch jetzt. Diese rückseitigen Buttons bzw. die Funktionen, die Modi, die kannst du jetzt entsprechend belegen und ausnutzen. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus. Bitte guckt hier auf die rechte Seite bei den Inputs, zum Beispiel Shifter Up ist 10 und Shifter Down ist auf 9 belegt. Und jetzt hast du folgende Möglichkeit, um euch dies jetzt besser zu zeigen, nehme ich jetzt mal das Wheel hier runter und dann könnt ihr meinen Ausführungen hier besser folgen. Und zwar, wir machen dies beim rechten Shifter Pedal. Ich setze den Encoder auf Push-Button nach oben, so. Und auch jetzt mal den Rotary auf die obere 12 Position. So, was bedeutet dies? Der obere Schalter bezieht sich jetzt, dieser hier, auf den rechten oberen Encoder, auf diesen roten jetzt in diesem Fall. Ich bin jetzt auf Push-Button, das bedeutet, wenn ich jetzt dieses Ding drehe, dann seht ihr Output-Button 43 hier in diesem Fall, in die andere Richtung drehen 44 und ich kann diesen drücken und ich bin auf 52. Das heißt 3 Eingabemöglichkeiten mit diesem Encoder. Wenn ich jetzt hier runter setze auf Shift und dieses Ding jetzt betätigen will mit Drücken, dann seht ihr keinen Output. Der Output ist gesperrt. Warum? Links drehen 44, rechts drehen 43 bleibt. Und wenn ich jetzt dieses Ding gedrückt halte und jetzt nach rechts drehe, dann habe ich 45 und gedrückt und links 46. Das heißt, ohne dieses Ding reinzudrücken, ein Output, links der zweite Output gedrückt halten und rechts drehen der dritte Output, gedrückt halten und links drehen der vierte Output. Das heißt, du kannst hier diverse Dinge drauflegen, ABS, links, rechts drehen und wenn du gedrückt hältst, dann entsprechend Traction Control. So, diese Möglichkeit hast du jetzt hier mit diesem Encoder auf Shift gesetzt. So, der nächste Button, den ihr anwählen könnt, eben über diesen Rotary Encoder, ihr habt 12 Position. Da seht ihr eben die entsprechenden 12 Positionen, die ihr hier angezeigt bekommt, für irgendein Mapping zu belegen. Da seht ihr hier unten 124, 23, 22 und so weiter. Und wenn ich jetzt hier rechtzeitig den Rotary auf Shift runtersetze, haben wir jetzt gemacht, dann hast du folgende Möglichkeiten. Setze den zum Beispiel jetzt auf 1 und drehe den Thumb Encoder. Button 77, Button 78 auf 2, Button 79, Button 80 auf 3, 81, 82. Das heißt, du bekommst jedes Mal mit dem Umschalten auf eine andere Position dann über den Thumb Encoder 2 neue Outputs, die du belegen kannst. Das heißt, hier über diese Möglichkeit hast du dann 12 mal 2, 24 unterschiedliche Output-Möglichkeiten. Beispielsweise hier oben auf 7 und du belegst hier Traction Control plus minus, gehst du auf 8, ABS plus minus 9, keine Ahnung, Kameraeinstellung, irgendwas, Nummer 10, Scheibenwischer, das könntest du alles jetzt über diesen Rotary Encoder und Thumb Encoder entsprechend zuweisen bzw. anwählen. So, das sind diese Optionen, die du jetzt rückseitig über diese beiden Schalter hast. Klarerweise rechts für die rechtsseitigen, nochmal hier rechts oben, dieser hier, rechts unten der entsprechende Rotary Encoder gepaart mit diesem Thumb Encoder und auf der linken Seite analog das gleiche. Diese Möglichkeiten hast du jetzt mit diesem Wheel
um entsprechende Outputs bzw. eine Erweiterung an den Start zu bringen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, das ist die Batterie. Das F64V3-Wheel in der Wireless-Version ist mit einer verbauten Lithium-Polymer-Batterie ausgestattet. Voll aufgeladen beträgt die Nutzungsdauer um die 800 Stunden. Das heißt, dass bei einer täglichen Nutzung von 2 bis 3 Stunden die Akkuladung für circa ein ganzes Jahr halten würde. Wenn der Akkustand auf unter 3,35 Volt sinkt, dann verbleiben noch etwa 33 Stunden Nutzungskapazität und die rechte LED blinkt alle 2 Minuten, um dies zu signalisieren. Geladen werden kann im Betrieb oder im ausgeschalteten Zustand und nach 6 bis 7 Stunden ist der Akku wieder voll und mit 800 Stunden Betriebsdauer bereit. Wenn das Lenkrad eingeschalten ist, schaltet es nach einer Stunde Inaktivität auf Standby und kann durch gleichzeitiges Betätigen des Shifter-Pedals wieder aufgeweckt werden. Für eine längerfristige Stilllegung empfiehlt Usher Racing, das Lenkrad über den Schalter auszuschalten. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel Nummer 8, die Optik. Frontseitig springt die umfangreiche Ausstattung ins Auge und die sehr edle Metallbauweise. Auf den ersten Blick erkennt man, dass hier ausschließlich eloxiertes Aluminium, Ausnahme die üblichen Buttons, zum Einsatz kommt. Das gilt auch für alle Drehschalter und Thumb Encoder. Das Gehäuse fasst die Bedienelemente sehr passgenau ein und die Einbettung der Schalter auf der Rückseite ist sehr hochwertig, sehr edel ausgeführt. Diese Optik setzt sich über die hochwertige Bedruckung fort. Oberseitig wurde das Wheel mit dem Usher Racing Schriftzug gebrandet und frontseitig mittig das Firmenlogo platziert. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9, das ist die Haptik. Die Griffflächen wurden mit einem glatten Kunststoff überzogen, dessen Verbindungsstellen zu spüren sind, wenn man ohne Handschuhe unterwegs ist. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt der absolut spielfreie Betrieb auf und man merkt, dass hier von der Schaltmechanik bis hin zur Aufnahme und den Pedals ausschließlich Metall verarbeitet wurde. Auf den Schaltpedals haben 4 Finger Platz und ohne Handschuhe fühlen sich diese metallisch kühl und dezent aufgeraut an. Die Griffflächen sind ohne Einbettungen für die Finger geformt und die Freistellungen lassen genügend Platz, auch für größere Hände. Das Einrastfeedback sämtlicher Encoder, Drehschalter ist großartig und fühlt sich somit haptisch überaus wertig an. Kapitel Nummer 10, die Verarbeitung. Die Verarbeitung lässt bei diesem Wheel keine Wünsche offen. Alles wirkt hochsolide und langlebig, wie man dies eben bei einem Lenkrad dieser Preisklasse erwarten sollte, erwarten muss. Im Rennbetrieb ist es spürbar, dass sich nichts verwindet und alles geräuschfrei und knarzend funktioniert. Perfekt gelagerte Achsen der Schaltmechanik, super verarbeitetes Metall, super Komponenten und gleichermaßen edel verarbeitete Thumb Encoder und Drehschalter setzen die tadellose Ausführung fort. Das Gehäuse wirkt wie aus einem Guss und viel mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu berichten. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 11, die Ergonomie. Ohne das Lenkrad loslassen zu müssen, können sehr zahlreiche Eingaben getätigt werden. Diese sind durch die Thumb Encoder, 7-Wegeschalter und die oben positionierten Buttons ergonomisch vorbildlich umgesetzt. Die Schaltpedals sind sehr gut erreichbar und umfangreich einstellbar. Die analogen Pedals sind für meinen nicht allzu langen Finger eher schwer erreichbar, wenn ich diese mit den kleinen Fingern bedienen will, da der Anstellwinkel in der Ausgangslage sehr steil ist. Das Rim ist angenehm geformt und liegt mit 285 mm Durchmesser ergonomisch komfortabel in der Hand. Die Aussparungen für die Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche sind großzügig dimensioniert und ebenso ergonomisch angenehm und langstreckentauglich ausgeführt. Machen wir weiter mit unserem Hauptkapitel Nummer 12, das ist der Rennstreckentest. Gehen wir an dieser Stelle am besten live ans Rig und drehen ein paar Runden. In unserem heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit dem alten Assetto Corsa, gemoddet über den Content Manager, BMW M4, BMW Z4 GT3 und eben auf der klassischen Nordschleife. Dann haben wir hier einen Simetic K2 Airrig im Einsatz, einen Race X Mount. Ihr seht das Usher Racing Dashboard in der 5 Zoll Variante, unser Cube Controls F64 SimiCube Wireless
Lenkrad in der dritten Version und verbaut bei den Pedalen haben wir die neuen Cube Controls SP01 Pedale, die ich erst kürzlich für euch reviewed habe. Wie sind die Eindrücke jetzt mit so einem Lenkrad der Oberklasse? Das ist nichts Überraschendes für uns, für euch. Das kennt ihr aus meinen High-End-Lenkrad-Reviews. Hier habt ihr genau das, was ihr erwartet von so einem Wheel. Direkt, kompakt, beinhart, jeder Schlag, alles, was dir deine Wheelbase, in dem Fall die Simucube SC2 Pro, ans Lenkrad liefern will, auch das kommt so an. Hier Performance auf allerhöchstem Niveau. Hier gibt es nichts zu diskutieren, nichts zu kritisieren. Das ist genau das, was wir von so einem High-End-Lenkrad erwarten. Jetzt gehen wir zur ganzen Ergonomie. Ihr seid in Sachen Ergonomie, in Sachen Griffhaltung relativ komfortabel, aber doch noch kompakt unterwegs. Was heißt kompakt? 285 mm Durchmesser, ist etwas unterhalb der goldenen Mitte von 30, aber jetzt für Formula-Klassen im Speziellen, wo du einen kurzen Weg am Rim, darum näher an der Achse unterwegs sein willst, um schnell reagieren zu können, dann bist du mit einem kleineren Rim klarerweise etwas agiler und legst jetzt am Rim, wenn dies näher zur Lenkradachse ist, weniger Weg zurück. Das ist ein rein physikalisches Prinzip. Ja, was gibt es jetzt noch zu erwähnen für euch? Vielleicht jetzt von der Fingerhaltung. Ihr habt relativ ergonomisch ausgeformte Griffe. Das ist nichts Aufregendes. Ihr habt jetzt nicht extra die Finger hier eingebettet. Das ist alles eher glatt, eher gerade ausgeführt. Ich spüre leicht diese Übergänge bei den Daumen und auch hier unterseitig kleiner Finger, Ringfinger von diesen Art Nahtverklebungsstellen, was auch immer dieser Griffflächen, so würde ich dies sagen. Da ist das Finish in meinen Augen nicht perfekt. Wenn du jetzt Handschuhnutzer bist, wird dich dies nicht interessieren, aber ich will dies erwähnt haben, wenn du jetzt wie ich jetzt ohne Handschuhe unterwegs bist, dann wirst du einen leichten Versatz hier innenseitig spüren. Wie sieht es aus mit den Bedienelementen? Ihr habt sehr knackige Shifter, ihr könnt dies jetzt auch, glaube ich, über die Cam relativ gut hören. Das heißt, in hellhörigen Wohnungen, Wohnräumen, achtet darauf, speziell wenn ihr zu Ruhezeiten unterwegs sein wollt. Ja, das haben wir rausgemessen, um die 77 Dezibel, glaube ich, waren wir hier. Da sind wir so mittelprächtig in Sachen Geräuschkulisse unterwegs. Das Shifter-Feedback ist glasklar, knackig, das ist wunderbar. Die Shift-Auslösung ist mittelkräftig bis leicht, so würde ich dies jetzt beurteilen. Der Schaltweg mit um die 5 mm, so im Bereich der ganzen Mitbewerber. Das hat sich so irgendwie eingepegelt bei den meisten Anbietern von Lenkrädern, High-End-Lenkrädern. Dann von der Bedienbarkeit, ihr seht hier, ein Traction Control habe ich hier zum Beispiel draufgelegt. Ihr könnt diese Buttons ohne eure Hand vom Rim nehmen zu müssen wunderbar bedienen. Auch den entsprechenden Encoder hier. Und ich sollte mich jetzt wieder mal besser aufs Rennfahren konzentrieren, um hier nicht jetzt noch einen Dreher zu fabrizieren. Ja, der untere Encoder hier, den du üblicherweise vermutlich jetzt mit diesen Fingern bedienen wirst und nicht hier runtergreifst, um das Lenkrad zu lösen, ist dann nicht unbedingt ein Thumb-Encoder, sondern ein Encoder für deine beiden unteren Finger, je nach Geschmackssache. Lasst uns jetzt kurz nochmal durchs Karussell fahren, um die ganzen Effekte gut rauszuspüren mit diesem Lenkrad. Ja, und hier bekommst du all dies geboten. Harte Schläge, klare Schläge, stumpfe Schläge, die jetzt dieses Lenkrad hier an deine Finger, an deine Grips übermittelt, beziehungsweise direkt von der Simucube SC2 Pro Wheelbase wunderbar rückgemeldet wird. Das heißt, wunderbare Bedienbarkeit dieser kompletten Elemente, gute Erreichbarkeit, ein super knackiges Feedback, dieser Rotary Encoder, hier auch diese oberseitigen Encoder, wunderbar bedienbar. Ja, hier gibt es absolut nichts zu kritisieren, keine Überraschungen in irgendwelcher negativer Form im Rennstreckentest. Kaufst dir eben so ein High-End-Lenkrad, mit dem du dann ausgesorgt hast. Mit so einem Lenkrad, wenn du jetzt der GT-Formula-Anwender bist,
dann wirst du über viele Jahre kein zweites Lenkrad mehr benötigen. Akkulaufzeit haben wir gesprochen, 800 Stunden. Da kommt der wirklich sportliche Simracer, der täglich 2 bis 3 Stunden am Tag unterwegs ist, ein Jahr aus, bevor er dieses Ding dann ein paar Stunden aufladen muss. Und im Fall der Fälle gelingt das Laden auch im Betrieb. Ihr bekommt ungefähr 30, 35 Stunden, bevor der Akku zur Neige geht, alle Minuten hier so ein Blinken in der LED, alle 2 Minuten glaube ich, und wisst, so in den nächsten 30 Stunden sollte dieses Ding aufgeladen werden. Ja, diese runde Nordschleife neigt sich jetzt dem Ende. Ich bin jetzt mehrere Wochen mit diesem Lenkrad unterwegs gewesen, auch die Kunden in meinem Testcenter haben dies bereits unter die Lupe genommen. Es ist ein wunderbares High-End-Wheel mit wenigen Schwächen, vielen Stärken. Ihr seht ein sehr agiles Lenkrad, mit dem ihr wunderbar das Übersteuern abfangen könnt. Ja, macht einfach Spaß. Jetzt noch der Vollständigkeit halber, wie im Kapitel Software erwähnt. Ein Feature, das ich persönlich sehr komfortabel finde, ist, direkt über die SimiCube Software zugreifen zu können. Drücken dieses Buttons hier auf der linken Seite dieses Encoders, dann hört ihr die Wheelbase piepsen, und wenn ich jetzt hier die Vollseite sofort im Force Feedback Power Setting, und wenn ich dies jetzt hier runter regle, seht ihr, dann habe ich hier 0 Force Feedback Power drauf, oder wieder raufregel, entsprechend geht es hier dann wieder mit der Power nach oben. Ja, das soll es jetzt gewesen sein mit einer runden Nordschleife. Ich hoffe, ich habe jetzt für euch nichts vergessen. Zu den Analog-Pedals noch, wenn ihr die entsprechend belegen wollt. Für Clutch-Bite Points, Launch Control oder eben analoge Achsen, jetzt wie ein Gas, eine Kupplung, beispielsweise jetzt so mit einem Zweiweg-Pedalset, mit dem ich hier unterwegs bin, von Cube Controls. Hier ist das dritte Pedal, das Clutch-Pedal, noch nicht am Markt. Könnte ich jetzt über ein Analog-Pedal auch die Kupplungsachse belegen, um hier eine Kupplung zumindest für den Start am Start zu haben. Das heißt, du wirst in Sachen Inputmöglichkeiten nie an deine Grenzen kommen. Du kommst eher an deine Grenzen, dass du dir merken kannst, was du wo belegt hast, und spätestens dann, wenn du jetzt den rückseitigen Switch hier nach unten setzt und dann über diese 12 Positionen jeweils unterschiedliche Output-Möglichkeiten über den Thumb-Encoder setzt, dann musst du bei 24 Möglichkeiten links, 24 Möglichkeiten rechts schon fast ein Genie sein, um dir dies alles zu merken, beziehungsweise in der Rennaction die richtigen Settings bedienen zu können. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich werde jetzt diese Runde noch sehr gemütlich für euch fertig fahren und melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Das sind die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie ein Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 13: Negative Aspekte. Hier bleiben für mich die bereits bei einigen anderen High-End Wheels erwähnten negativen Aspekte hinsichtlich der fehlenden Materialauswahl der Griffflächen. Mal sehen, ob es zukünftig mehr Flexibilität bei High-End Wheel-Anbietern in Sachen Alcantara, Glattleder usw. geben wird. Zweiter negativer Aspekt ist die spürbare Verbindungsstelle der Kunststoff-Griffflächen. Hier würde ich mir einen glatteren Übergang, ein glatteres Finish wünschen, da ich generell ohne Handschuhe unterwegs bin. Und letzter negativer Aspekt ist der sehr steile Anstellwinkel der Analog-Pedals in der Ausgangslage, die mit meinen kleinen Fingern nur schwer zu erreichen sind. Kapitel Nummer 14: Die neutralen Aspekte. Den Preis stufe ich als sehr hoch, aber neutral ein. Ich wiederhole mich an dieser Stelle, aber ihr seid mit Lenkrädern dieser Klasse im absoluten Enthusiastenbereich gelandet, und hier gibt's keine Schnäppchen, egal wo ihr euch umseht. Falls ihr auf das F64-Wheel in der USB-Version setzen wollt, dann ist das nötige USB-Kabel optisch gesehen ein Nachteil, dafür aber immer zuverlässig in der Datenübertragung und hinterlässt somit einen zwiespältigen und somit neutralen Eindruck. In diesem Punkt hoffe ich zukünftig auf die Zusammenarbeit von Lenkrad- und Wheelbase-Anbietern in Sachen passender Schnittstellen. EasyTech hat beispielsweise eine offene Position in Sachen Öffnung für Drittanbieter-Lenkräder kommuniziert.
In Sachen Schaltmechanik seid ihr mit dem F64 Wheel sehr knackig, aber im Gegenzug dafür deutlich hörbar unterwegs und somit auch hier eine neutrale Bewertung. Eine LED-Hintergrundbeleuchtung fehlt an diesem Lenkrad gänzlich. Dies kann für die einen ein Negativaspekt in Sachen Optik darstellen oder positiv bewertet werden, da du dahingehend keinen Mehrpreis in die Hand nehmen musst. Darum auch hier eine neutrale Bewertung von meiner Seite, die du dann selbst nach deinen Präferenzen einordnen bzw. zuordnen musst. Kapitel Nummer 15, das sind die positiven Aspekte. Ein sehr hochwertiger Einsatz von Metall in entsprechender Stärke, in entsprechender Dimension. Der haptische Eindruck der Schaltmechanik spielt in der Oberliga meiner bisher getesteten Wheels mit. Der Schaltweg stimmt, die Mechanik ist absolut spielfrei und der Druckpunkt sehr knackig. Der Einsatz von Metallpedals ist vorbildlich und hier setzt sich Asher Racing haptisch gesehen von den meisten Carbonlösungen ab. Sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen und die Lenkradform bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Der Lenkraddurchmesser von 28,5 cm ist in meinen Augen gut gewählt, um Formula und GT adäquat abbilden zu können. Die Rotary Encoder sind sehr gut bedienbar und groß genug. Gleiches gilt für die Thumb Encoder, die knackig sehr präzise einrasten und durch die Größe perfekt bedienbar sind, auch wenn ihr mit Handschuhen unterwegs seid. Die Entscheidung, gleich 2 7-Wing-Switches ans Lenkrad zu bringen, ist ebenso ein kluger Zug. Die rückseitigen Umschaltmöglichkeiten der Encoder und Rotary Switches bringen sehr umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, Output-Möglichkeiten ans Wheel, die ich in dieser Form noch bei keinem anderen Hersteller so gesehen habe. Das ist eine sehr kreative Lösung Asher Racing. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Optik. Wenn ihr, genauso wie ich, Understatement-Lenkräder liebt, diese Wertung müsst ihr klarerweise immer subjektiv einordnen, aber ich finde dieses Lenkrad schön, zeitlos, ein tolles Understatement-Design. Und als letzter positiver Aspekt ist ganz objektiv betrachtet eine super Performance in Sachen Stabilität gegeben. Wenn du ein Lenkrad ohne jeglichen Flex suchst, dann wirst du bei diesem Modell absolut nichts zu kritisieren haben. Da zahlt sich dann der hochmassive Materialeinsatz von Metall samt Flansch, die ganze Verarbeitung aus. Kapitel Nummer 16, das Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Kaufempfehlung spricht Asher Racing absolute Simracing-Enthusiasten mit dem entsprechenden Kleingeld an. Du gehörst zu dieser Zielgruppe, wenn du am PC unterwegs bist und eine Wheelbase im Einsatz hast, die die spielfreie Verbindung über den Quick Release erlaubt, und nur dann wirst du die massive Bauweise des F64 Wheels erfühlen können, und genau dafür wurden Lenkräder dieser Preisklasse geschaffen. Bist du reiner Simucube-Anwender, dann greifst du am besten zur F64 Wireless Variante. 800 Stunden Akkulaufzeit sind eine Ansage für den Dauerbetrieb. In all meinen Testjahren mit sämtlichen Simucube Wireless Wheels von Asher Racing und Mitbewerbern gab es in Sachen Verbindung zur Simucube Wheelbase keine Abbrüche oder irgendwelche Lags zu bemerken. Mein Standpunkt nach vielen Jahren ist, dass Simucube die zuverlässigste aller Wireless-Lösungen seit Jahren am Start hat und keine Unterschiede zu einem Kabelbetrieb auszumachen sind. Willst du das F64 Wheel auf anderen Wheelbases betreiben, dann musst du zur USB-Version greifen. In puncto Einsatzzweck sei dir bewusst, dass ein Lenkrad dieser Bauform nicht für Drift oder Rallye geschaffen wurde. Bist du mit GT, Formula oder ähnlichen Klassen unterwegs, dann bekommst du mit 285 mm Durchmesser einen in Richtung kompakt gehenden Formfaktor geboten. Willst du mit diesem Lenkrad ein dazu passendes Display an dein Rig bringen, dann bietet Asher Racing die erst kürzlich vorgestellten Asher Racing Dashboards in der 4 bzw. 5 Zoll Variante an. Habt ihr Interesse, dieses Bundle vor der Anschaffung selbst auszuprobieren, dann könnt ihr einen Termin in meinem Simracing Testcenter buchen und euch von mir beraten lassen. Nutzt dazu das Kontaktformular auf meiner Homepage, der Link ist unter diesem Video eingebettet. Vor dem spannenden Ausblick seid nun ihr am Zug. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr über Ashers neueste Version des F64 Wheels denkt. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 17, ein spannender Ausblick. Weiter geht's mit Simucube. Euch erwartet ein Test mit der günstigsten Simucube 17 Nm Sport Wheelbase.
Und im selben Zug stelle ich euch das SimiCube Taco Wheel vor. Viele andere Projekte sind bereits in Vorbereitung, lasst euch überraschen, stay tuned und bitte abonniere meinen Kanal, wenn du dies noch nicht gemacht hast. Wie du mich unterstützen kannst, das findest du unterhalb in der Videobeschreibung. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein in meinem Kanal. Euer Ron.